Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, gestern haben wir einmal Post bekommen, allesamt in der Ingame-Post sozusagen, aber auch im Discord, glaube ich, wurde das angekündigt und im Forum, bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es mal wieder eine Umfrage bezüglich Shakes and Fidget und der Zukunft zu Shakes and Fidget. Und ja, die kann auch jeder von euch ausfüllen und ich habe mir gedacht, das machen wir mal zusammen live hier im Video. Ne? Und falls ihr dort auch zur Umfrage wollt, dann guckt einfach bei euch ins Postfach. Ansonsten habe ich das Ganze hier auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr auch auf den Link klicken, ansonsten einfach hier drauf. Und ja, dann schauen wir mal, was ja, die Leute so wissen wollen von uns. Damit wir in Zukunft das Spiel noch weiter verbessern können, bitten wir dich zwischen dem 6. und 8. August an unserer Umfrage teilzunehmen. Sie dauert nur 10 Minuten und hilft uns enorm. Ja, machen wir das Ganze mal und ich habe hier schon den Tab geöffnet. Ja, es sind anscheinend hier 21 Fragen, ne? Jetzt abgesehen jetzt von der Frage, welche Sprache wir nehmen. Und jo, das sollten wir auf jeden Fall alle machen. Ne? Ich bin gespannt, welche Fragen da rankommen, denn ich glaube, so kann man am besten entscheiden, in welche Richtung man Shakes and Fidget lenken will von der Community aus. So gehe ich mal jetzt von aus. Ne? Und ich bin gespannt auf jeden Fall. Ne? Finde ich auf jeden Fall, ich sag so viel auf jeden Fall, ey. Was soll denn der Scheiß, ey? Naja. Auf jeden Fall werden wir mal gucken, welche Fragen uns so gestellt werden und ich bin gespannt und ich denke mal, das ist ein guter Weg in die richtige Richtung auf jeden Fall. Bruder, also jetzt reicht's aber langsam, ne? Ja, keine Ahnung, ich bin heute auch übermüdet, ne? Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so angeklickt habt. Lasst euch nicht von meiner Meinung beeinflussen. Und ich würde sagen, let's go, starten wir mal. So, wir sind natürlich auf Deutsch. Vielen Dank, dass du die Umfrage teilnimmst. Damit hilfst du uns, Shakes and Fidget, für dich und alle anderen Spieler in Zukunft besser zu machen. Die Umfrage dauert etwa 10 Minuten. Bitte liest dir die Fragen genau durch und nimm dir jetzt genug Zeit für die Beantwortung. Zu welcher der folgenden Alterskategorien gehörst du? Da nehmen wir einfach mal das hier. Ja. Ja, bin auch sehr gespannt, wie die Leute hier so, ja, könnt ihr ja mal auch reinschreiben, was ihr, ja, schreibt mal rein, was ihr so angegeben habt, das würde mich sehr interessieren. Bitte gib dein Geschlecht an, männlich, so, weiter geht's. In welchem Land wohnst du? In Deutschland, so, weiter geht's. Wie spielst du Shakes and Fidget? Bitte wähle alle zutreffenden Antworten aus. Über den Browser am Computer, über Steam am Computer, eher weniger, nur wenn mal der Legendary Dungeon wieder nicht laufen sollte, dann über Steam, ja, aber ansonsten eigentlich nicht. Auf einem Android-Gerät spiele ich, also am Handy ab und zu mal ein paar Festungsangriffe machen. Auf einem iOS, über eine andere Plattform, nö. Ja, das sind die zwei. So, welches Mobiltelefon oder Tablet benutzt du im Alltag? Ein Android. Ja, ein Android. Apple habe ich nicht. So, wie findest du das Spiel Shakes and Fidget? Ja, es ist richtig schlecht, ey. Es ist ein richtig schlechtes Spiel. Deswegen spiele ich das auch jeden Tag. Ja, schlecht, weder gut noch schlecht, gut. Richtig super. Ja, also ich würde jetzt zwischen richtig super und gut gerne noch eine Kategorie haben, aber gibt es leider nicht. Denn gut finde ich zu schlecht und richtig super finde ich aber zu gut. Ja, also so ein Zwischending irgendwie. Ja, ich finde das Spiel schon richtig super, so wie es ist. Also ja, sonst würde ich nicht, also ich bin da ja, auf jeden Fall sehr angetan, ne, denke ich mal. Wie lange spielst du schon Shakes and Fidget? 5 bis 10 Jahre, über 10 Jahre. Ja, also ich bin jetzt, glaube ich, so beim 8. Spielejahr so in etwa. Ne? Also bald sind wir auch hier über 10 Jahre, aber hier muss ich erstmal in die Kategorie fallen. Ne? So, wie häufig spielst du Shakes and Fidget? Ist auch nebenbei so ein kleines Q&A, merke ich gerade. Ne? Mir werden hier Fragen gestellt, die teilweise auch aus der Community von euch ja, herkommen. Ne? Kommt auch auf die Frage, wie lange ich schon Shakes and Fidget und so spiele. Ne? Deswegen ist das ganz interessant auf jeden Fall, denke ich mal, für den einen oder anderen von euch auch noch. Ich habe es heute echt mit auf jeden Fall. Ey. Manchmal gibt es so eine Tage, ich habe das nicht mit vielen begriffen, aber auf jeden Fall ist so ein Wort, da habe ich mal so Tage, da kommt das in jedem Satz bei mir vor. Ey. Das ist unglaublich. Wie häufig spielst du Shakes and Fidget? Mehrmal täglich, mehrmal pro Woche, mehrmal im Monat, mehrmal täglich.
Wie oft spielst du andere Spiele? Es spielt hierbei keine Rolle, ob es sich dabei um digitale Spiele handelt oder nicht. Andere Spiele, gar nicht, würde ich nicht sagen. Seltener als einmal im Monat, etwa einmal im Monat. Ich würde sagen, seltener als einmal im Monat. Also das Ding ist, ich würde ganz gerne auch mal noch andere Spiele zocken, so nebenbei, aber zeittechnisch, und ich denke mal, das geht vielen von euch genauso, dass zeittechnisch Shakes and Fidget schon vor allen Dingen jetzt auch so Server-Startzeit und so viel Zeit in Anspruch nimmt. Man kann mittlerweile aber auch viel Zeit sparen durch die ganzen Sanduhren und sowas, ne? Aber ja, wenn man jetzt normal arbeitender ist auf 8 Stunden, dann ja, Shakes and Fidget macht, nebenbei noch Videos davon produziert jeden Tag, was weiß ich, dann noch Sport macht und sich noch um seine eigene Wohnung kümmert, dann bleibt wenig Zeit für noch andere Sachen nebenbei, deswegen seltener als einmal im Monat. Oha, was ist das denn? Welche 3 Dinge gefallen dir an Shakes and Fidget am besten? Bitte wähle bis zu 3 Antworten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Geschichte, die Dungeon-Kämpfe, die unterschiedlichen Herausforderungen, dass ich mich mit anderen Spielern messen kann, die Audioaufnahmen, die Menüs und Bedieneroberflächen, die Abenteuer in der Taverne, die Designs der Waffen und Rüstung, der Zeichenstil, safe, wie viel Geld ich ausgeben muss, die Wartezeiten, der Legendary Dungeon, die Events, der Humor, safe, individuelle Charakterzusammenstellung, die verschiedenen Klassen, der soziale Aspekt, wie zum Beispiel Gilde, etwas anderes. Zählt etwas anderes jetzt bestimmt noch als 3. Punkt. Ne? Also der Zeichenstil und Humor gefällt mir auf jeden Fall am besten. Da würde ich wirklich mal gerne wissen, was euch von diesen Sachen hier am liebsten ist. So etwas anderes. Ja, der Humor ist auf jeden Fall geil, Zeichenstil ist cool. Jetzt muss ich mir mal überlegen, ob mir noch was anderes einfällt. Ansonsten, ja, die Geschichte. Also klar, es gibt eine Geschichte hinter Shakes and Fidget so, aber da bin ich jetzt nicht so form drin. Also es ist ja durch einen Comic entstanden so. Ja, die verschiedenen Klassen ist schwierig, hier noch eins auszusuchen. Also klar, die Events sind natürlich geil, ne? Der Legendary Dungeon ist auch super geil. Ich weiß nicht, was an den Wartezeiten geil sein soll. Ja, die Designs der Waffen und Rüstungen kann man eigentlich auch so machen, ne? Ja, das ist, glaube ich, so das Beste. Ja, machen wir das. Mir fällt jetzt gerade nichts weiteres ein. So, weiter. Welche 3 Dinge gefallen dir am wenigsten an Shakes and Fidget? Ach so, deswegen. Ja, die haben hier positive und negative Sachen aufgelistet. Die 3 Sachen, die mir am wenigsten gefallen. Der Zeichenstil, wie viel Geld ich ausgeben muss, denke ich mal, ist bei vielen von euch die Wartezeiten. Ja, ich meine, die Wartezeiten sind nervig, aber man kann sie halt überspringen, so, ne? Legendary Dungeon. Ist ja jetzt eigentlich auf das Spiel gemünzt, ne? Oder? Nicht auf jetzt so, weiß ich nicht, die Community dahinter oder das Community Management oder so, ne? Denke ich mal, ist jetzt dabei nicht gefragt, aber da geht es ja auch schon so langsam in die richtige Richtung. Ja. Also ist bei mir jetzt natürlich nichtig, dadurch, dass ich jetzt halt gesponsert bin. No Flex an der Stelle. Ne? Aber es ist schwierig zu sagen, was einem am wenigsten gefällt. So. Wenn ich das aussuchen müsste, würde ich die Wartezeiten wahrscheinlich nehmen, wie viel Geld ich ausgeben muss. Aber ansonsten ist ja alles andere eigentlich cool soweit. Ne? Etwas anderes. Was könnte man da nehmen? Etwas anderes könnte man, ja, man könnte sowas schreiben wie, ja, was geht einem schon am längsten auf den Sack? Das Ding ist halt, wir haben uns halt viel darüber beschwert, so über die Community-Nähe und sowas alles, ne? Aber das sind Sachen, da arbeiten die ja jetzt schon mittlerweile dran. Und es werden uns ja schon Sachen geleakt und sowas. Man könnte sowas sagen wie der Umgang mit neuen Updates, wie diese
bekannt gegeben werden. Ja, der Umgang mit den neuen Updates, wie diese bekannt gegeben werden. Also sie wurden ja halt ja, relativ spontan irgendwo mal im Forum oder sowas geleakt, ne? Da könnte man ein bisschen moderner vielleicht sein. Sowas wie in den Streams ist jetzt auf jeden Fall schon eine gute Sache, dass sie das da schon bekannt geben und sowas. Ich würde aber mal behaupten, dass ein bisschen mehr Promo, sag ich mal, so ein paar Promo-Aktionen vielleicht gar nicht so schlecht sind. Ja, eventuell andere, ja, wie schreibt man das am besten? Eventuell In-Game-Events oder andere Promo-Aktionen und ja, weiß ich nicht, vielleicht die Masse an YouTuber, Kooperationen. Also ist jetzt ziemlich gewagt, das zu schreiben, aber es ist halt so, was mir ein Dorn im Auge ist halt, dass sie immer wieder YouTuber zu Shakes and Fidget holen, die eine riesengroße Weichreite haben. Die werden dann eingekauft und, also gehe ich mal von aus, ne? Also ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich gehe mal, wie gesagt, ich spekuliere mal, die werden eingekauft, haben aber null Bezug zum Spiel und müssen das dann auf ihren Kanal dann vorstellen. So. Und das ist irgendwie eine Promo-Masche, die sie schon jahrelang irgendwie abziehen. Und ich würde es besser finden, wenn Shakes and Fidget für sich selbst, also vom Spiel aus selbst, mehr Promo macht, als dass YouTuber für das Spiel Promo machen, die gar keinen Bezug zum Spiel haben. So habe ich mich, glaube ich, jetzt ganz gut ausgedrückt. Ja, jetzt muss ich es nur noch schreiben. Eventuell Ingame-Events oder andere Promo-Aktionen vom Spiel aus. Und dann schreiben wir es noch ein bisschen anders. Anstatt, ja, es sind ja schon viele, massig YouTuber Kooperationen. Ja, massig YouTuber-Kooperation zu veranlassen. Die wenig Bezug zum Spiel haben, aber diese, das muss noch kurz geschrieben werden. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu schreibt, aber diese dann, ja, nee, und diese dann halbherzig auf ihren Kanälen vorstellen. Ja, also ich würde mir auf jeden Fall eine etwas andere Promo-Politik wünschen. Ja? Das schreibe ich jetzt auch so. Ich würde mir eine etwas andere Promo... Ja, ich habe noch überlegt, Vorgehensweise wünschen. So. Ja, mit halt also dass Shakes and Fidget für sich selbst halt, ne, Promo macht und nicht von anderen Promo gemacht wird. So. Ja, schicken wir so ab. Ne? Also ich bin nicht hundertprozentig mit dem Punkt, aber ich denke mal, ist okay. Welche Art von Spielen spielst du gern? Kartenspiel, klassisches Brettspiel, Pen and Paper, Point and Click, 3 gewinnt, Wimmelbild, Aufbauspiele, Action-Adventures, ja, Plattformer, ja, ist auch nice. Mal gucken, was noch so ist. Ich will hier nicht zu viel an. World of Warcraft, ich habe früher mal Metin 2 gezockt, das hat eigentlich Spaß gemacht. Action-Rollenspiele, japanische Rollenspiele, Shooter, ja, auf jeden Fall Shooter. Sandbox ist geil. Simulationen, eher weniger. Sportspiele, Rennspiele, ja, das sind eigentlich so meine Top 3.
Welche Genres gefallen dir allgemein? Fantasy, Sci-Fi, Krimi, Abenteuer, Komödie, Drama, Parodie, Romantik, historisches Horror, Thriller, ja, Fantasy, Abenteuer, Parodie, boah, Komödie ist auch ganz nice. Machen wir so. Wie wichtig ist dir die Geschichte in einem Spiel? Überhaupt nicht wichtig, unwichtig, wieder. Ja, ist schon wichtig. Ist schon wichtig. Wie lustig findest du die Parodien in Shakes and Fidget? Sehr lustig, das muss man schon mal so sagen, die sind sehr nice. Wie wichtig ist es dir, dass du Elemente in einem Spiel individuell gestalten kannst, wie zum Beispiel Kleidung? Überhaupt nicht. Okay. Also hier geht es halt ein bisschen um vielleicht Skins oder sowas. Weder wichtig noch unwichtig. Ja, ist schon wichtig. Ne? Sehr wichtig würde ich es nicht sagen, aber kann man auf jeden Fall machen. Wie wichtig ist es dir, dass andere Spielerinnen diese individuellen Elemente sehen können? Überhaupt nicht unwichtig, weder noch. Ja, ist dann genauso wichtig. Ne? Wie wichtig ist es dir generell, dich mit anderen Spielern messen zu können? In so ein Spiel wie Shakes and Fidget ist es mir schon sehr wichtig irgendwo. Ne, ich denke mal, das gehört mit dazu. Aber sieht auch jeder wieder anders. Ne? Es wäre für uns an dieser Stelle hilfreich, wenn du uns sagen könntest, ob du alle Fragen gewissenhaft, ja, sonst würde ich das nicht machen, beantwortet hast, damit wir sie für unsere Auswertung verwenden können. Oder ob du dich einfach nur schnell durchgeklickt hast. Ich habe alle Fragen gewissenhaft beantwortet, ja. Bitte schmeiß meine Angaben. Also die Frage ist ja ein bisschen unnötig. Möchtest du uns noch was sagen? Ja, also wir haben jetzt halt die einmalige Gelegenheit, hier so ein bisschen noch ja, ein paar Verbesserungsvorschläge zu machen. Das Ding ist aber, wir können halt, ja, ich schreibe mal einfach meine Meinung. Ich finde es gut, dass ihr die Community befragt, um das Spiel zusammen in eine Richtung leiten zu können. Ja, so. Ansonsten könnte man jetzt noch halt, wie gesagt, ein paar Content-Updates dazu schreiben, aber da warten wir ja auf das neue. Ja. Ich schreibe es einfach. Auf das neue. So. Gut, das war's denn soweit, ja. Vielen Dank, dass du an unserer Umfrage teilgenommen hast. Ja, ich denke mal, das ist okay. So kann man das abschicken. Ja, und wenn ihr Bock habt, das auch zu machen, dann guckt einfach in die Videobeschreibung oder bei euch in-game in die Post und dann geht die Post nämlich ab. Ne? Das war auf jeden Fall meine Meinung hier so zur Umfrage. Ne? Ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze hier beantwortet habt. Und dann soll es erstmal auch für heute soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Nehmt da gerne dran teil, ist eine gute Sache. Und ja, haut rein und bis zum nächsten Mal.